was uns keiner beibringt, keiner sagt, wenn er von Meditation spricht. Eine Alltagspraxis, um zu verstehen, wie ich Meditation und Selbstwahrnehmung, Distanz und Bewusstsein in den Alltag integriere. Hier ist eine völlig einfache Lösung, die es sich lohnt, in den Alltag zu implementieren. Versuch dich in jeder Alltagssituation, in jedem Gespräch, in dem du dich befindest, ohne zu reagieren, egal was für eine Frage gestellt wird, zu versetzen. Versuch dich frei von allen Impulsen zu fühlen, dich zu lösen, den Moment erstmal sacken zu lassen, Informationen zu sammeln und zu warten, was in dir wächst, was in dir hochkommt. Und erst dann, aber wirklich erst dann, gibst du eine Antwort. Und auch nur, wenn du dich völlig überzeugt davon hast, dass dies die richtige ist. Erlaub dir diese Stille, erlaub dir diese Ruhe. Dadurch generierst du zum ersten Mal einen gewissen Abstand von deinem reaktiven Muster. Und nur durch diesen Abstand kannst du es schaffen, die Meditation, die du betreibst, in den Alltag zu integrieren. Stell dir ein Meeting vor, in dem du bist. Du wirst angesprochen. Du erlaubst dir Ruhe. Das führt dazu, dass dein Umfeld, das noch reaktiv ist, zunächst sich dazu gezwungen fühlt, weitere Informationen hinzuzufügen. Dadurch entsteht ein weiterer Abstand für dich. Raum zu wachsen, Raum zu verstehen. Wenn dieser Raum entstanden ist, kannst du aus der Fülle in deinem Inneren schöpfen. Du kannst Informationen verarbeiten. Du kannst die Umwelt wahrnehmen. Wenn du ständig in Gedanken gefangen bist, hörst du nichts außer deinen Gedanken. Und jeder Impuls, der von außen hinzukommt, lädt dich dazu ein, etwas Neues hinzuzufügen. Fällt dir jemand ein in deinem Umfeld, der auf dieses Muster zutrifft? Vielleicht bist es auch du. Versuch zu beobachten, versuch zu verstehen, versuch dich zu sehen. Versuch jede Situation immer wieder aufzurufen, wenn du die Chance dazu hast. Geh in dich, beobachte. Versuch ein Verständnis dafür aufzubauen, was passiert. Versuch zu verstehen, dass du vielleicht in der Vergangenheit immer sofort auf alles reagiert hast. Nicht mal den gesamten Inhalt verstanden hast, sondern nur auf ein Schlagwort. Dich dazu eingeladen gefühlt hast, dich sofort zu erklären und zu verteidigen. Das nennt sich unbewusst Leben, unbewusst handeln. Nicht im Moment zu sein. Denn Stille gibt Raum. Es gibt Raum für dich. Es gibt Raum aber auch für alles andere um dich herum. Lass es zunächst entstehen, lass es wachsen. Gib deinem Umfeld die Chance, sich voll und ganz zu zeigen. Ich weiß, dass das sehr schwer sein kann. Und ich weiß, dass wir dazu neigen, aufgrund von alten Mustern sofort in ein Gespräch einzusteigen, sofort zu reagieren, sofort wie ein Ping-Pong-Spiel das ganze Gespräch zu führen. Als wäre es ein Schlagabtausch, als wäre es eine Olympiade. Und genau das ist unbewusstes Leben. Wenn Meditation zu etwas führt, dann die Integration in den Alltag. Wenn diese Integration allerdings nicht umgesetzt wird, nicht aktiv betrieben, wird dir die Meditation nicht helfen. Du wirst dich immer wieder am selben Punkt befinden. Nur durch diese Distanz, nur durch das, dass du es aktiv, bewusst wahrnimmst und in den Alltag integrierst, kann die Transaktion, die du dir wünschst, stattfinden. Und ich glaube, dass all diejenigen, die einen inneren Wunsch empfinden, sich zu verändern, mehr zu verstehen und aktiv Meditation betrieben haben oder Mindfulness, genau hier die reelle Transaktion finden. Versuche nun, so viel wie möglich Gespräche in deiner
alltäglichen Lebenssituation, egal wo du dich befindest darin, mit zunächst Stille zu begegnen, Ruhe in den aktuellen, lauten Alltag zu bringen, in dem du wartest. Und genau mit diesem Warten gibst du dem, was ist, den nötigen Raum und dir die Möglichkeit, wirklich aktiv zu verstehen, was in deiner Umwelt passiert, aber auch in dir. Und nur mit diesem Verständnis schaffen wir es, unsere ganze Meditationspraxis so zu integrieren, dass sie ein aktives Werkzeug wird, aktiv für uns umgesetzt wird und einen, wenn man mir erlaubt, Nutzen in unserem Leben bringt. Den Vorteil, den wir uns immer erwünscht haben, den Grund, warum wir das tun. Nun, gehe hinaus, gehe ins Leben, beobachte dich dabei. Schau, was in dir passiert, wenn etwas im Außen geschieht, etwas sich ereignet. Versuch innezuhalten, versuch ruhig zu bleiben, versuch bei dir zu bleiben, beobachte dich. Am allereinfachsten ist es, wenn du es nicht nur im Alltag machst, sondern auch während deinen Meditationen Gedanken aufkommen lässt, sie beobachtest, sie nicht unterdrückst. Dann kannst du viel einfacher das in den Alltag integrieren. Und diesen Wunsch verspüren wir, glaube ich, alle. Mehr Macht im Moment zu haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir dominieren, sondern dass wir zunächst beginnen, uns selbst zu verstehen, zu uns selbst uns zurückzukoppeln und allem, was um uns herum geschieht, den Nährboden zu geben, in voller Größe und in vollem Umfang zu entstehen. Erst dann können wir aktiv damit arbeiten. Nun möchte ich dich einladen, wenn du die Möglichkeit hast, in eine Stille zu gleiten und dich aktiv hinzusetzen und einfach nur deine Gedanken zu beobachten. Nichts anderes zu tun, nur die Gedanken beobachten. Und in den nächsten Situationen, in den Momenten, in denen du dich begibst, hier bewusst wieder zurückholst und erstmal abwartest. Und ich verspreche dir, dass dadurch das Ergebnis und die Übung und Zeit, die du bisher in die Meditationen investiert hast, sehr fruchtbar wird und der gewünschte Erfolg, die gewünschte Veränderung dadurch entstehen kann. Ich werde weitere Informationen dazu und weitere Praxisen hinterlegen. Ich werde mehr Informationen hierzu geben. Komm zurück und hol dir das heraus, was für dich gut ist. Und was dir gefällt, versuch dich mehrfach damit auseinanderzusetzen. Und eins ist garantiert: Wer dranbleibt, wird sich verändern. Das ist versprochen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wieder hören. Hab einen schönen Tag und glaube an deinen Erfolg. Du bist wunderbar.